Anis. Ja. Ja, es gab ein paar Überraschungen. Wir waren ja auch vorher im Zuschauerraum. Der sieht ein bisschen anders aus als zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal hier war. Ihr hättet eigentlich im März oder April eine Ballettpremiere gehabt, ne? So ist es. Wir hatten vor, den Prometheus, den der Jorge Martinez choreografiert, rauszubringen. Das waren eigentlich in der 1 oder 2 Wochen noch nötig. Und wir waren in den Endproben, wir waren schon auf der Bühne, alles war fertig. Und wir haben gedacht, wir bringen es auf jeden Fall raus. Und dann schauen wir mal. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Und dann von einem Tag auf den anderen war dann plötzlich klar, nein, wir machen gar nichts. Jetzt kommt der Lockdown. Und gleichzeitig, weil er ja aus Holland ist, hat er wiederum, so wie die anderen Tänzer, die auch alle aus verschiedenen Ländern waren, vor allem aus Italien, die italienischen Tänzer, die haben die Alarmsignale gehört, die haben ihre Eltern, ihre Geschwister, haben die angerufen und gesagt, ja, was ist denn bei euch nichts los? Ja? Und da war schon eine richtige Aufregung zu spüren. Und dann kam eben der Lockdown, dass es klar war, jetzt geht gar nichts mehr. Ja, aber habt ihr das Stück, also ist das fertig choreografiert und wartet nur auf die Chance? Es ist fast fertig choreografiert, ja. Es ist so, wir hatten einiges an Bühnenproben. Es mussten noch Kleinigkeiten gemacht werden. Und es musste vor allem diese wichtige Endprobensituation, wo man das, was im Ballettsaal geprobt ist, geschaut wird, ob das auch auf der Bühne klappt. Diese Phase fehlte noch. Also deswegen sage ich, vielleicht 1,5, 2 Wochen und dann wäre es raus. Ja. Okay. Aber es gibt einen Lichtblick, es geht weiter. Es gibt jetzt diesen Samstag die erste Premiere seitdem. Choreografierst du selber? Ja, vielleicht einmal kurz. Ja, also die Situation war ja so, das erste Mal waren wir ein paar Wochen wie gelähmt. Ja. Und dann setzte bei mir sehr schnell so die Überlegung ein, okay, vielleicht kann diese Krise ja trotzdem etwas Kreatives. Es ging ja darum, dass wir jetzt nicht nur Lösungen finden, die im Netz zu gebrauchen sind. Also die meisten haben dann irgendwelche Trainings gezeigt in der Küche und aber das Witzigste daran war, dass die Katze dann rauf und runter springt und irgendwelche Kinder zwischen den Beinen wuseln. Das ist ganz schön und gut, ja, aber das ist genau das Problem, dass mehr oder weniger alle hatten dieselbe Ideen und nach 5-mal Kitchen Training angucken, ist es auch vorbei. Es hat sich einfach gezeigt, dass es ersetzt einfach nicht das Theater, dass die Atmosphäre und das, was unsere Qualität ist, das können wir nicht auf einem YouTube-Video hinkriegen. Es interessiert nicht. Ja. Also habe ich mir gleich gedacht, ja, wir haben jetzt diese Beschränkungen. Gibt es irgendwelche Proben, die ich unter diesen Bedingungen machen kann? Wir hatten erstmal absolute Maximalbeschränkungen. Das heißt, also im Ballettsaal konnten nicht mehr als 2, 3 Leute bei unserer Größe arbeiten. Und mit entsprechender Distanz, die Proben mussten, also wir haben permanent gelüftet, wir haben den Boden immer wieder gewischt. Also alle maximalen Sicherheitskriterien haben wir eingehalten. Und dann kam mir eben die Idee, was sich aber eignet. Also mehrere Ideen. Erstmal wollte ich den Komponisten in dieser Krise, den Komponisten nehmen, mit dem Eisenach auch assoziiert ist. Wir haben mit Johann Sebastian Bach einen Sohn dieser Stadt, der ist ja wirklich einzigartig und etwas ganz Besonderes. Also dachte ich, okay, vielleicht diese Musik von Bach zu nehmen. Dann kam die Idee, es ist natürlich naheliegend, dass wir Solisten auf der Bühne haben, da ist der Abstand immer gewährt und auch die Probensituation war entsprechend mit Abständen etc. Und wir hatten das Glück, dass wir 2 Paare hatten, die zusammenleben, also konnten wir auch 2 Pas de deux machen. Dann kam die Überlegung, die Goldberg-Variation zu nehmen. Es ist gerade in der Einspielung von Glenn Gould, in der späteren Aufnahme von 1981,
ist es so, dass die durchschnittlich jede Variation ungefähr 1 Minute, 1 Minute 15 dauert. Was eine ideale Zeit für ein Solo ist. Ja? Und dann dachte ich, ja gut, dann benutzen wir eben diese Form und es macht auch Sinn, daraus jetzt 30 Soli zu haben. Wir können alle Regeln einhalten und es ist korrespondiert mit dem Stück. In der Mitte habe ich jetzt ein Stück eingefügt, und zwar eben diese berühmte Chaconne aus der Partita Nummer 2, ebenfalls von Bach, und hatten da wiederum das Glück, dass wir mit Alexei Bartschewitsch einen hervorragenden Geiger haben, der das auch live spielen wird und jetzt spielt. Ja. Also es fügte sich eins nach dem anderen dazu. Und desto länger diese Pandemie andauerte, desto mehr bekam man mehr und mehr Ideen, die trotzdem mit dem Abstand auch funktionieren. Also auch wenn die Kollegen mal alle auf der Bühne sind, alle Tänzer, ist es in einem Muster, dass alle Sicherheitsabstände eingehalten werden. Du sagtest ja, also sozusagen bei den Proben hast du wirklich einzeln geprobt oder eben mit den 2 Tänzerpaaren. Ja. Und jetzt sieht man ja auf der Bühne, dass zwar schon auch jetzt quasi alle teilweise mit da sind, aber eben mit Abstand, also eben wirklich so, wie es eben sein sollte, und halt, als der Lockdown noch so ganz hart war, hat man eben einzeln geprobt. Ja. Und das Interessante dabei ist, und das, was ich wollte ja, dass eigentlich kein Corona-Stück draus wird. Das ist irgendwie, mir war auch klar, dass das Thema Corona sowas von übersättigt sein wird nach einigen Monaten. Die Leute haben es bis hier sozusagen. Aber die Form, vielleicht, auch wenn sie bestimmend ist, trotzdem ihren eigenen Reiz hat. In anderen Worten, hätte ich dieses Konzept gehabt ohne Corona, hätte ich es genauso gemacht. Also, oder ohne Corona hätte ich es genauso gemacht.